Heute, mit Veröffentlichung dieses Videos, erscheint nach 2 Jahren Early Access die 1.0-Version von Pioneers of Pagonia. Nach ausführlichem Testvideo möchte ich heute mit euch spekulieren, wie es mit dem Siedlererben in 2026 und darüber hinaus weitergehen könnte. Denn Stand jetzt wissen wir streng genommen darüber noch gar nichts. Aber ist das wirklich so? Lasst uns mal die Brotkrumen aufsammeln. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Die heutigen Pagonia News werden euch von Xmod präsentiert. Mit Xmod könnt ihr im Prinzip Spiele manipulieren und so eure Singleplayer-Erfahrung verfeinern. Natürlich unterstützt Xmod auch Pioneers of Pagonia, wodurch ihr hiermit wie von Zauberhand Leger mit einer Wunschressource füllen könnt oder zum Beispiel die nötigen Materialien fix zu einer Baustelle schafft, um viel Lebenszeit zu sparen. Alles, was ihr dafür braucht, ist der Xmod Launcher, über den ihr dann alle eure Spiele nach euren Wünschen gestalten könnt. Link dorthin, oben im i, in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Xmod ist nicht komplett kostenlos, aber mit 1-2 Euro im Monat auch kaum der Rede wert und kann zudem jederzeit wieder gekündigt werden. Einfach mal ausprobieren. Also, zunächst mal, was wir sicher wissen. Pioneers of Pagonia wird auch in 2026 weiterentwickelt und erhält neben 2 kostenpflichtigen DLC-Inhalten, deren Existenz wir dank der deutschen Games-Förderung kennen, zusätzlich auch noch kostenlose Erweiterungen. Zudem ist eine neue Roadmap für den Januar 2026 angekündigt, welche dann natürlich schon mal einiges Licht ins Dunkle bringen wird. Von daher nagelt mich gerne darauf fest, falls dieses Video ganz schlecht altern sollte. Streng genommen ist das aber auch alles und daher spekulieren wir ab hier. Wenn wir uns alte pagonische Roadmaps anschauen, können wir feststellen, dass mittlerweile fast alle der genannten Punkte abgearbeitet wurden. Fast alle, denn die Punkte Brauerei und Weingut sowie noch größere Karten gibt es bisher noch nicht. Dass diese beiden Punkte, also noch DLC-unabhängig durch kostenlose Updates im kommenden Jahr ergänzt werden, ist höchstwahrscheinlich, zumindest dann, wenn speziell auf das Thema Alkohol bezogen, diese nicht mittlerweile verworfen wurden. Siedler klassisch war Alkohol fast immer eine relevante Ware, die mal mehr, mal weniger mit dem Militär zusammenhing. So musstet ihr im guten alten Die Siedler 2 zum Beispiel neben Schwert und Schild auch Bier liefern, um einen neuen Soldaten zu rekrutieren. Hingegen wurde Wein in Die Siedler 3 von den Römern den Göttern dargebracht, um Mana zu generieren. Nur mag beides irgendwie nicht so recht in das aktuelle Pagonia-Gameplay zu passen, weswegen man hinter Alkohol wohl trotz Ankündigung ein Fragezeichen stehen lassen kann. Wenn wir hingegen über die kommenden DLC-Inhalte sprechen, müsste man hier ja theoretisch etwas geboten bekommen, was einen Kauf zusätzlich zum Hauptspiel rechtfertigt. Meiner Meinung nach ist hier absolut realistisch, dass sich einer dieser DLC-Inhalte daher um die Fortführung der Singleplayer-Kampagne konzentriert und euch dementsprechend neue Missionen anbieten wird, die dann eventuell auch mit einem neuen Gegnertyp aufwarten werden, welchem ihr mit einer neuen eigenen Kontereinheit samt neuer Warenkette, um diese auszubilden, begegnet. Zumindest war das bisher das übliche Vorgehen bei allen größeren Erweiterungen im Early Access. Der zweite DLC könnte hingegen ein oder gleich 2 große Fanwünsche erfüllen. Nämlich zum einen nicht mehr ganz so neutrale Dörfer, also eben dann ein klassischeres Siedlererlebnis gegen gegnerische Siedler oder anders gesagt klassisches PvE, sowie einen echten Koop-Modus, in welchem jeder Spieler seine eigene Siedlung verwaltet und dann der Handel untereinander einen größeren Fokus bekommen könnte. Hingegen rechne ich nicht mehr mit einem PvP-Modus, da dieser ohne echtes RTS-Kampfsystem ohnehin keinen der Kritiker und danach Schreienden abholen würde. Denn Hand aufs Herz, und damit meine ich jetzt genau dich, der das hier gerade schaut und PvP haben will. Du spielst es dann doch eh nicht, stimmt's?
Was ist da los? Um weitere Punkte für mögliche Pagonia-Erweiterungen zu finden, muss man nur in der Siedlerhistorie graben und kann sich dabei eigentlich auf die Siedler 1 bis 3 beschränken. Warum? Na, weil die Siedler 1 und 3 von Volker Wertig sind, beziehungsweise an Siedler 3 sogar CEO Dirk Ringe mitgewirkt hat. Grüße gehen raus. Er hat sogar noch einen die Siedler 3 Regenschirm. Zudem ähnelt die Siedler 2 ebenfalls stark Pioneers of Pagonia. Was fehlt also? Da hätten wir zum einen sogenannte Wasserstraßen in die Siedler 1 und 2. Also Straßen über Seen, die via Ruderboot von einem Siedler abgefahren werden. Zudem musstet ihr das Boot hierfür erst herstellen. Gerade in Mission 6 der Kampagne müsst ihr super nervig links und rechts um einen großen See herumbauen. Wie toll wäre hier also eine Wasserstraße gewesen, um die Laufwege zu entschärfen. Und ganz ehrlich, einen kleinen Teaser dahin gibt's sogar. Apropos Laufwege. Supersiedler-klassisch wären Esel, die schon in die Siedler 2 doppelt so viele Waren wie einfache Träger transportieren konnten. Ideen in diese Richtung gab es auf jeden Fall, denn der von Envision Entertainment mitentwickelte Die Siedler-Reboot, den es nie gab, hatte Schubkarren, Eselkarren und sogar Ochsenkarren, um eure Straßen gehörig zu entlasten. Apropos Straßen. Warten wir nicht auch schon gefühlt seit Ewigkeiten auf Steinstraßen, die dann zwar teurer sind, eure Siedler aber auch ein gutes Stück schneller laufen lassen? Oder können sich schwere Ochsenkarren vielleicht auch erst dann auf diesen bewegen? Ein weiterer Punkt, der noch folgen könnte, sind weitere Inseln, die ihr dann via Schiff- und Hafengebäude à la die Siedler 2 zu einem sinnvollen Warenkreislauf ergänzen könntet. Das Szenario mit den auseinandergebrochenen pagonischen Inselwelten schreit jedenfalls förmlich danach. Womit man hingegen nicht rechnen sollte, sind Bogenschützen oder Mauern und schon gar nicht Bogenschützen auf Mauern, denn das gibt das ganze Game Design vorn und hinten nicht her. Was meint ihr? Habe ich irgendwas Naheliegendes vergessen? Gerne mal in die Kommentare damit und dann schauen wir mal, was uns die neue Roadmap im Januar so zu bieten haben wird. Ich werde euch dazu natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden halten. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.